मोले मोले Das Leben hier auf dem Platz. Abends. Keiner guckt fern. Keiner spielt Computer. Die spielen Ball miteinander. Ist herrlich. Ja, jetzt geht die Sonne, verschwindet jetzt langsam im Dunst hier. Abenddunst. Was mich an Afrika, an Äthiopien fasziniert, sind als erstes und in besonderer Weise die Dörfer, die abgelegenen Dörfer, die noch ziemlich unberührt wirken, in dem noch Selbstversorgung stattfindet, die ganz ländlich geprägt sind, in denen kein Müll entsteht, kein Export, kein Import. Die Rundhütten, das Feuer, das fasziniert mich an dieser Dorfgesellschaft, aber eben nur die Dörfer, die noch abgelegen sind. Ganz im Unterschied die Stadt. Zuallererst Addis Abeba, Müll, Armut, Reichtum, Wellblechhütten aus Lehm, Hochhäuser, die wie Pilze jetzt aus dem Boden schießen, am Straßenrand Verkäufer, die Maiskolben verkaufen oder Zigaretten und zum anderen wieder Menschen in Nadelstreifenanzügen, die in große Limousinen steigen. Das ist schon eine verrückte, bizarre Welt. Selbst in den Mittelstädten wie Hosaina, die unsere Bezirksstadt ist sozusagen in der Nähe von Tula, dort tickt die Welt schon ganz anders. Hier die Dörfer in ihrer Ursprünglichkeit, dort die Städte mit einem hohen Tempo, wo es pulsiert, wo Industrie wächst, Ausländer da sind, die Industrie installieren. Das sind schon ganz schöne Gegensätze, mit denen das Land zu kämpfen hat. Die Aktionen in den letzten Jahren, die liefen meist nach einem bestimmten Muster ab. Wir fahren in 2 Gruppen. Die Vorgruppe kommt in Addis Abeba an und organisiert erstmal. Sie organisiert und macht Einkäufe. Solarplatten werden eingekauft oder Kabel werden organisiert. Oder andere Materialien, Schalter oder Verteilerdosen, verschiedenes mehr. Dabei helfen uns Freunde, die wir in Addis Abeba haben, schon über viele Jahre,
ist ein ganz tolles Miteinander, dass uns diese Freunde auch helfen, die Dinge zu organisieren. Und auf diese Weise haben wir so in 2, 3, 4 Tagen Rennerei durch Geschäfte und Handeln, bekommen wir die Dinge zusammen, dann organisieren wir noch ein Jeep und ein Pick-up, der uns das transportiert, und dann fährt die Vorgruppe runter in den Süden, nach Hosanna und nach Tula, und dort bauen wir die Infrastruktur erstmal auf. Wie unsere Anlage funktioniert, ist eigentlich schnell erzählt. Wir kombinieren ein kleines Windrad, 4 Meter Durchmesser, mit einer Solaranlage, 6 Kilowatt. Und die Energie von beiden wird schlichtweg auf einen großen Akku gespeichert, damit die Energie auch zur Verfügung steht in der Nacht. Und von da aus, von 24 Volt, geht dann über einen Wechselrichter 230 Volt ins Dorf. Es ist normaler Normstrom, der in Äthiopien auch üblich ist, so genauso wie bei uns. Und mit dieser Energie kann alles betrieben werden, was man mit einem normalen Wechselstrom betreibt. Ja, wer fährt mit nach Äthiopien? Wer macht so eine waghalsige Tour mit? Es ist eine bunte Truppe, die nicht immer etwas mit Technik zu tun haben. Also vom Elektrotechniker bis hin zum Mathematiker, über den Medientechniker bis hin zum LKW-Fahrer oder Pfarrer sind alle dabei. Ich bin Jochen Werner. Ich bin Daniel. Hallo, ich bin der Nils, ich gehe in die 9. Klasse und mache bei dem Projekt Äthiopien mit. Und wie heißt das? Ich bin Emil. Josef. Ich bin Martin. Hallo, ich bin Uli und ich freue mich total hier zu sein. Wir machen Wind. Ich bin Jürgen. Willi. Ich bin Maria. Hallo, ich bin Holger. Ich bin Holger. Ich bin Carsten. Ja, das war's schon. Schicken Martin nochmal her. Uns verbindet natürlich so ein gewisses technisches Interesse, aber in Wirklichkeit, was uns innerlich bewegt und verbindet, ist die Überzeugung, dort an diesem Punkt der Welt wirklich etwas bewirken zu können. In einer Welt, in dem das Öl teurer wird, in dem die Umwelt verschmutzt wird, in dem überall immer mehr Energie verbraucht wird, ein Modell zu entwickeln, was mit wenig Energie auskommt und mit kaum Öl, sondern mit Wind oder mit Sonnenenergie einfach auch ein Stück moderne Lebensweise dennoch auch zu ermöglichen, ohne die Umwelt zu zerstören. So eine Vision, die uns gemeinsam bewegt. Und deswegen finden wir immer wieder neue Leute, Verrückte, die mitkommen, die auch nicht immer nach Geld fragen, sondern die auch finanziell, persönlich immer selber zusteuern. Das finde ich irgendwo persönlich auch immer wieder erstaunlich, dass es diese Menschen immer wieder hier gibt. Ich bin der Werner Hofmann, bin Dresden-Kosebaute.
Ich bin schon ein paar Mal in Afrika gewesen und auch in Äthiopien. Und Afrika ist ein bisschen liebig. Und durch einen Arbeitskollegen, der in der Nähe von Rosaina gewohnt hat, sein Schwager war mit bei dem Projekt und dadurch bin ich dazugekommen. Und da bin ich jetzt das 3. Mal hier und mir gefällt das auch. Und erst habe ich so Hilfe mitgemacht für die Elektriker, zugearbeitet und ich bin von Beruf Tischler und hab dem Koch ein bisschen geholfen. Und beim 2. Mal war der Koch nicht da und da haben sie mir das aufgedrückt. Und ich mache das gerne, mir macht das Spaß, so bin hobbymäßig. Frage an alle! Macht der Werner eine gute Arbeit? Jawohl! Hab einiges verbessert oder verfeinert durch einen Kaffee, wie heißt das hier, die große Kanne, die 10 Tassen Kanne und dadurch ist vieles auch verbessert worden. Und gebe mir Mühe und mir macht so Spaß. Also ohne dich würde hier gar nichts laufen. Ja, das will ich. Nein. Doch. Nein. Da wurde der Kaffee im Topf aufgebrüht und ging ja auch, muss ja gehen. Ne? Ja. Und man muss ja froh sein, wenn es einer macht. Und einer macht so und der andere so. It won't let you go. In the corner of my eye, I see your face from time to time. I hear you talking and I know you're with me. Then I'll look into the sun, a piece of you that keeps me warm. Secret star, and I know you're with me. Es kommt uns immer auch an, dass wir zu den Dorfleuten immer eine ganz persönliche Beziehung aufbauen. Das gehört zusammen. Es hat gar keinen Sinn, dort irgendwas aufzubauen und wieder zu verschwinden. Das funktioniert überhaupt nie, sondern die einzige Chance ist, etwas zu bringen und mit den Leuten zusammen im Dorf zu installieren. Und so konnten wir die Bevölkerung im Dorf immer sehr gut mit ins Boot holen, Masten aufzubauen oder Kabel zu verlegen oder andere Dinge mit vorzubereiten und mitzudenken. Das wurde auch deutlich in den Dorfversammlungen, die abgehalten wurden, in denen die Dinge vor Ort mit uns zusammen immer beredet worden sind. Darauf haben wir auch immer großen Wert gelegt. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Für mich hat das Projekt eine ziemliche Bedeutung bekommen, nachdem ich das Land kennengelernt habe. Wir erleben in Äthiopien, dass das Handwerk selber wenig ausgebildet ist. Das hat historische Gründe, dass zum Beispiel Metallbauer ein verachtetes Gewerbe gewesen ist und dadurch schwer zum Zuge gekommen ist, auch andere Handwerke. Und jetzt aber in diese wenig entwickelte Gesellschaft ausländische Investoren reinkommen, es ist vor allen Dingen China, wird oft genannt, die diese Wirtschaft sehr stark entwickeln, sehr stark bestimmen, auch einen großen äußeren Fortschritt sozusagen auslösen, gleichzeitig aber das Land in eine Abhängigkeit wiederum bringen, weil sie damit gleichzeitig wieder verhindern, dass sich eigenes Handwerk, eigene Industrie selber aus sich heraus entwickeln kann. Das halten wir für ziemlich problematisch.
Und unser Ziel ist, diesem kleinen Projekt an dieser Stelle anzusetzen, Handwerk entwickeln, Metallbau, Energie, Elektrik, dort Leute auszubilden und damit vertraut zu machen, dass sie den Eindruck haben, wir können selber etwas. Wir haben selber eine Identität, wir sind nicht nur abhängig von anderen, sondern wir wollen selber etwas aus uns heraus aufbauen. So haben wir im Dorf auch 3 junge Leute ausgebildet, die in Elektrotechnik ein Stück ausgebildet worden sind in einem College. Gleichzeitig aber auch in unserem Dorf Tula konnten wir sie selber ausbilden. Also das heißt Schalter bauen, Steckdosen setzen, Verteilerdosen, Lampen anbringen, Freileitungskabel verlegen. Und das können die Elektriker jetzt ganz gut dort im Ort, so eine Mindestwartung vornehmen. Wir beide sind jetzt hier zum ersten Mal und also ich finde das Projekt ziemlich cool, weil wenn man sich vorstellt, dass wir jeden Tag für alles mögliche Strom brauchen und die hier bis vor wenigen Jahren noch gar keinen Strom hatten, also für überhaupt nichts, dann ist das, finde ich, schon irgendwie erschreckend und deswegen finde ich das sehr gut, dass hier jetzt wenigstens ein paar Menschen dran denken, dass andere Menschen auf der Welt noch gar keinen Strom haben. Und das da jetzt mithelfen. Ja, ich finde das Projekt auch ziemlich cool, weil man erstens eine Schulbefragung kriegt und man mal was Sinnvolles tut. Und weil man ja sehr viel lernt und ja auch mal so spannende andere Kulturen mitkriegt und was für die so die Werte sind, an denen die festhängen. Und ja, dass die mit dem bisschen, was sie haben, auch ziemlich glücklich und zufrieden sind im Vergleich zu Deutschland. Waarubeeyyu odime maraakka ki'aakka odime haraassaa iddiloo eebamoo isin waa'ee issuwin edaa ki'aa xummuu gonaa hasoomu hani bikkin anna hoffok xuqqoomiins minaadabi fillaamma kennaamma isan sawuluu waayukkok wo'maa waaroo isin waaxaa'minoom isin minaadabin ook manfasanne garuta'ni amma ki'a eekkame wocoonni isuwan tu'mamsinoonni eedo washim yukkana kota isawit mixan ehane yubikkin kaba ehane yubikkin waa'i baxamu baxo hundam waamaasse ona yaamma ki'a isuwan waamaasse on baxamu baxon edaaki waamaasse ona yaamma darajannetti yaa waco. Okay? Get it to him up? Let you go. In the corner of my eye, I see your face from time to time. I hear you talking and I know you're with me. Then I'll look into the sun, a piece of you that keeps me warm. Secret star, and I know you're with me. In the corner of my eye, I see your face from time to time. I hear you talking and I know you're with me. Then I'll look into the sun, a piece of you that keeps me warm. A secret star, and I know you're with me. I know you're with me. Wie leben die Leute dort in Tula, in diesem Dorf? Sie leben als Selbstversorger in kleinen Anwesen, die meistens aus 2 Rundhütten bestehen. Die Rundhütten haben ein erstaunliches Maß, 12 Meter im Durchmesser,
In diesen Rundhütten brennt in der Mitte ein Feuer. Auf der linken Hälfte schläft man und wohnt man und die rechte Hälfte ist meistens für das Vieh besetzt, das früh rausspaziert und abends wieder durch die Eingangstür in die Hütte reinspaziert und dort mitlebt. Also Mensch und Vieh leben gemeinsam und es funktioniert erstaunlich, ohne Trennwände, alles in einem Raum. Man ernährt sich vor allen Dingen von Getreide, Hülsenfrüchten, von dem Brei der falschen Banane, den man aus der Wurzel und aus dem Stamm gewinnt, Grünkohl und dergleichen. Kaum Fleisch. Fleisch gibt es nur ganz selten im Jahr. Und sonst leben die Menschen von der Landwirtschaft, haben ihre kleinen Felder, ihre kleinen Plantagen. Die Häuser sind verstreut in den Plantagen. Man sieht immer bloß so die Hüttendächer hervorlugen, was für unsere Anlage eine Herausforderung ist, weil wir weite Kabelstrecken legen müssen. Aber es ist, wie es ist, einfach. Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Eigentlich beginnt er schon mit einem kleinen Trompetensolo, was ich vom Windradhügel auf die Zelte herabblase, um alle Zeltenden sanft zu wecken. Nach einer Katzenwäsche gibt es dann gemeinsames Frühstück. Das ist Arbeitsberatung, die wir machen. Und dann wird gearbeitet. Also die einen stellen Masten auf, die anderen bauen am Windrad, die übernächsten sind im Elektrohaus und installieren dort Technik. Wieder eine andere Gruppe ist auf dem Dach und montiert Solarplatten. Und so operieren wir in parallelen Brigaden sozusagen, die mit Walkie-Talkies verbunden sind. Und so sind wir eigentlich eine ganz schön schlagkräftige Truppe, die sehr effektiv in kurzer Zeit eine ganze Menge zustande bringt auch. Also die Mekane Jesuskirche, die Leute, die haben sich nur gewundert, was wir wenigen Leute in dieser kurzen Zeit dort oben im Dorf zustande gebracht haben. እንዴት ናችሁ? ስሜ ዲራንሶ ሰለሞን ይባላል። እኔ የምሰራው እዚህ ቱላ በምንሰራው የኃይል ማመንጫ ላይ ነገሮችን በማስተርጎምና እነሱ የሚሰሯቸው ስራዎች ላይ ህዝቡንና ከጀርመን የመጡ ሰዎችን መግባባት እንዲችሉ በማስተባበር እና በመተርጎም የምሰራው እኔ ነኝ። እዚህ አንዳንዴ የምናገኛቸው በጣም የሚያስቁ ነገሮች አንድ ቀን ማታ ላይ በጣም አሞኝ ማለት ነው። እዚህ ንፋሱ በጣም ኃይለኛ ከመሆኑ የተነሳ በጣም ስለሚቀዘቅዝ ጉሮሬን አሞኝ ነበር።
እና ደግሞ እዚህ ለመናገር የምፈልገው አንደኛ ነገር እዚህ መተው ሲሰሩ ከ2013 ጀምሮ ማለት ነው በእኛ ከ2007-8 ጀምሮ እየተሰራ ያለው የኃይል ማመንጫ ለህብረተሰቡ በጣም ጥሩና ብዙ ነገሮችን እየሰጠ የሚገኝ ነው። እስካሁንም 100 ወደ 130 140 ቤት ተጠቃሚ ሆኗል ተቋማትን ሳይጨምር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት በጣም ብዙ ነገሮችን እየሰራና ህብረተሰቡን የተሻለ ነገር እንዲያነብ እያስተማረው ስለሆነ ፕሮጀክቱ በጣም ጥሩና አስተማሪ ነው የሚል ነገር አለኝ። Ja, jedes Jahr stehen wir vor Herausforderungen, die manchmal ganz unterschiedlicher Art sind. Aber die Hauptherausforderung ist eben die, dass die Anlage läuft, dass die Techniker, die dort am Werk sind, auch sozusagen immer wieder dranbleiben, regelmäßig und auch Fehler mal erkennen, wenn eine Sicherung durchgebrannt ist und dass niemand im Dorf mehr verbraucht, als er soll. Es gibt auch so stille Großstromverbraucher, die muss man auch entdecken und dann einfach sagen, also so viel kannst du nicht verbrauchen, du nimmst den Strom für andere weg. Da müssen wir auch immer wieder hinterher sein. Bis jetzt hat das in Tula eigentlich ganz gut geklappt insgesamt. We walk through the fields, kicking stories from our heels to keep them safe. Dreaming of the better days, questions that I asked and the answers just don't last, that's what I'll learn. There's a river running from my eyes, at some point you just know that all is lost. You feel it deep down in your chest, it's a pain that grabs you powerfully at your nail. It won't let you go. In the corner of my eye, I see your face from time to time. I hear you talking and I know you're with me. Then I'll look into the sun, a piece of you that keeps me warm. Secret star, and I know you're with me. Und sonst liegt die Herausforderung in der Erhaltung dann der Anlage. Dass die Techniker dann, wenn zum Beispiel Masten durchgefault sind, auch wirklich neue Masten stellen. Also dass sie das gewohnt werden, immer hinter allem hinterher zu sein sozusagen. Das ist doch gar nicht selbstverständlich. Der Gedanke der Wartung ist in diesen Völkern nicht so sehr ausgeprägt. Das ist wohl eines der größten Herausforderungen, die vor uns steht. Eine weitestgehend von der Natur geprägten Gesellschaft verwendet etwas, einen Hakenpflug, und wenn der kaputt ist, wird er nicht repariert, sondern da wird wieder ein Baum geschlagen, der für einen Hakenpflug geeignet ist, und wird ein neuer gebaut. Etwas zu warten oder Geld zurückzulegen für eine Wartung ist überhaupt nicht im Bewusstsein. Und das sozusagen ins Bewusstsein zu bringen, ist eines, glaube ich, der größten Herausforderungen, vor die wir stehen in diesen Dörfern. Ja, diese Vorsorge, diese dauerhafte Begleitung in der Anlage. Okay, ስሜ ሽፈራው ተሾመ ነው። የምሰራውም የመጣሁትም ከአዲስ አበባ ነው። ከአዲስ አበባም ስመጣ ከአዲስ አበባ ሆሳዕና መጥቻለሁ። ከሆሳዕና እንደገና ቱላ ደግሞ የመጣሁትም ከሚስተር ዮሐን ከሚስተር ያንግ ከነሱ ጋራ የዊንድ የንፋስ የመብራት ኃይል ለመስራት ነው እና ከነሱም ጋራ እኔ ደግሞ እንትን ማገለግላቸው በሹፍርና ያው በመንዳት መኪና በማገልገል አንዳንድ እቃዎችን ማቴሪያል ያው እንትን በማለት እነሱንም ያው በማሳየት ነው እዚህ አገልግሎት የሚሰጣቸው እና በጣም የሚመሰገኑና በጣም የሚከበሩ ናቸው። ከሀገራቸው መጥተው ለኛ ህዝብ በመስራታቸው በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ያው ይሄ መኪና ለአንድ ክሩዘር ይዤ ያው ከነሱ ጋራ
አቧራው ምኑ እንትን ብለው ሳንትን ሳይሉ በዚህ በብርዱ ምኑን ይኸው ብርዱ ራሱ እዚህ ባለንበት ከ3000 ሚሊ ሜትር በላይ ከፍታ ያለው ቦታ ላይ ብርድ ዘርግተው ድንኳን በመተኛትና ህዝቡን በማገልገል ላይ ስላሉ በዚሁ በአጋጣሚ ያለኝን አክብሮት ልገልጽ እወዳለሁ። Alles in allem verfolgen wir das Ziel, eine Energieanlage zu installieren, die eben ein kleines Dorf mit Energie versorgen kann, um das Nötigste betreiben zu können. Licht, Ladegeräte, Handys, Computer, kleine Bürogeräte und verschiedenes mehr. Die Anlage ist einfach aufgebaut und wir verstehen sie als ein Referenzobjekt, das in dieser Weise ohne weiteres in Äthiopien Nachahmer finden kann, das heißt nachgebaut werden kann und andere Dörfer mit Strom versorgen kann. Das ist unser Ziel. Wir sind hier jetzt gerade auf dem Elektrohaus und das sind die Solarplatten, die vor einigen Jahren schon installiert wurden. Und da hinten werden gerade noch neue installiert. Aber nach einiger Zeit verstauben die Solarplatten hier immer und deswegen putzen wir die gerade. Es sind bereits 130 Hütten angeschlossen und es sollen noch 150 weitere angeschlossen werden. Also jedes Jahr kommt hierher eine Truppe von ehrenamtlichen Leuten, die unsere Anlagen hier, also das Windrad und die Solaranlagen, Schritt für Schritt erweitern und dadurch können dann bald vielleicht auch noch die weiteren 150 Hütten angeschlossen werden. Aber dafür müssen noch mehr Spendengelder rankommen, weil es sehr viel kostet. Mir geht's jetzt ganz gut. Nach 2-3 Tagen größerer Spannung, die wir hier projektgebunden durchgemacht haben, weil es Differenzen gab oder unterschiedliches Verständnis, wo wir arbeiten. Und das konnten wir aber gestern in intensiven Gesprächen mit den Bürgermeistern und den Technikern gut klären. Und vorhin sind wir gerade 2 Stunden lang noch durch das Gemeindegebiet gelaufen, haben uns die Hütten angeschaut, die noch nicht angeschlossen waren und sind übereingekommen, in welcher Weise wir das gut im nächsten Jahr dann auch anschließen können, bewältigen können. Und es war eine sehr schöne Wanderung, die auch sehr harmonisch zu Ende ging. Und deswegen bin ich jetzt ganz zufrieden, erstmal mit dem, wie das jetzt gelaufen ist heute. Ich sitze jetzt hier gerade auf dem Windradhügel, ziemlich entspannt. Hinter der Kamera stehen Kinder aus dem Dorf mit einem Fußball und fragen nach einem Nächsten, weil sie total gern Fußball spielen. Unten im Camp wird das Armbrot gerade bereitet. Der Hausherr steht hier auf der Wiese, schaut um sich. Die Pferde sind vor unserem Elektrohaus und fressen Stroh. Die Zelte werden ein Stück vorbereitet. Es kommt jetzt auch ein Stück Wind auf, der in der Nacht immer stärker wird. Das ist fast jeden Tag hier so. Die Sonne, sie bricht sich langsam. Sie hat einen ganz weichen Glanz. Vor mir Eukalyptusbäume. Im Hintergrund eine Landschaft, die schon im Abenddunst liegt. Es ist eine sehr entspannte Situation. Hier eine Fußballwiese, auf der noch die Kinder Fußball spielen. Ja, es ist
jetzt gerade eine sehr entspannte, schöne Stimmung hier. Ich genieße solche Momente hier in Tula. Das Schöne ist, dass wir dann abends nochmal alle zusammen jeden Abend zum Kaffee eingeladen werden in die Rundhütte um das Feuer herum und dort Kaffee trinken oder einen Brei essen von der falschen Banane oder eben geröstete Körner essen und vor allen Dingen einfach beieinander sind. Hinter uns dann das Vieh des Hauses. Das ist immer ein sehr, sehr schöner Abschluss. Freilich gönnen wir uns dann manchmal abends noch ein kleines Schnäpschen aus rein medizinischen Gründen natürlich. Kabawangore mamo kaka galatomok wa isu asiaka ke aka kaka dalman asiaka lobakatis an ina fo nim tulanne yakamulanne السوي ليرمت سوا كاكي أكا واكي إسا واركوك واراكاكي أكا واركوي متم كدبئم نيسن إدماكي نين كا قدعا كاكا إيبو بكين أدم إداكي السوي هراركوي السوي هم أمور كيرا لكوي أمة تكوي مرو إسن واتأمو يحكمون مبرات يوقع كموشين يوم دولهم إنا عقوبتهم هرمي واي يقول سيدو سنم أنا منم باؤني أو كبا أما نجراكي كبلا وراكي كوشاك عقوبكين أوديمي إتا أولينا شاكا واي بو إسنا إدو ساويتي إيسنمي جروك كمانينمي إدا وا أوديمي أمواكي أوديم مولرومان إدا إيبوكو يموي وا تسفى السوم السوان دمي تسفى السوم ويو نيجوم. So it's so good. Yeah. Where's your soul, man? The time's passing by. What's your goal, man? Do you ever wonder why? There's no one road can take you all the way. And if your life is stolen, is there something that will stay? Where's your soul, man?
passing by. And what